Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema assoziatives Spiel. In den letzten Filmen beschäftige ich mich mit dem Thema Spiel und der Spielentwicklung, denn Spielen hat für Kinder eine ganz große Bedeutung. Kinder, neurotypische Kinder, spielen faktisch fast die ganze Zeit, wenn sie wach sind. Spielen heißt lernen. Und neurotypische Kinder haben das große Glück, dass sie spielen können und ihre Spielfähigkeiten entwickeln, ohne groß angeleitet zu werden. Kinder im Autismus-Spektrum können alles lernen, wenn uns einfällt, wie wir es ihnen beibringen, auch das Spielen. Im Augenblick beschäftigen wir uns mit dem Spiel mit anderen. Im letzten Film ging es um das Parallelspiel. Das ist die erste Stufe der sozialen Spielentwicklung, nachdem das Kind sich alleine mit seinem Körper und Objekten beschäftigt. Die nächste Entwicklungsstufe ist das assoziative Spiel. Beim assoziativen Spiel gibt es Anregungen durch den Spielpartner, aber es gibt noch keine Absprachen. Es gibt noch kein gemeinsames Thema, es gibt noch keine Rollenverteilung. Also stellen Sie sich wieder vor, zwei Kinder sitzen im Buddelkasten, dann heißt assoziatives Spiel, dass sie beide zugucken, was macht dann der andere, und wenn das eine Kind also mit einem Förmchen spielt, dann möchte das andere auch ein Förmchen haben und probiert da also auch Sandkuchen zu backen. Und wenn das zweite Kind eventuell eine kleine Harke hat und damit den Sandkasten harkt, dann lässt sich das erste Kind davon auch inspirieren. Aber auch immer noch gilt, wenn ein Kind keine Lust mehr hat zu spielen, dann geht es einfach, weil es gibt kein gemeinsames Spielprojekt, was irgendwie einen Abschluss finden muss. Aber die Art der Anregung ist schon sehr viel größer als beim Parallelspiel, wo es nur darum ging, zu genießen oder zumindest auszuhalten, dass sich ein anderes Kind in relativer Nähe befindet und ähnliche Sachen tut oder sich konzentriert mit einer Sache auseinandersetzt. Also beim assoziativen Spielen kommt jetzt auch die Imitation ins Spiel. Beim assoziativen Spiel geht es darum zu gucken, was macht denn der andere und sich davon inspirieren zu lassen und den oder die andere auch zu inspirieren mit dem, was man tut und was man da entwickelt in der Spielhandlung. Das ist also die nächste Stufe, in die neurotypische Kinder fast wie von alleine kommen. Aber auch mit dem assoziativen Spiel haben nicht alle Kinder im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich, Autismus.